Christian, ist das dein Auto? Nein, das ist ein Elektroauto vom TSI. Privat habe ich leider noch einen alten Diesel. Und wenn der dann mal ausgedient hat? Dann kaufe ich mir garantiert auch ein Elektroauto. Jetzt muss das Auto in die Werkstatt und ich fahre da hin. Willst du mitkommen? Oh ja, sehr gerne. Christian Bauer ist Umweltwissenschaftler und nimmt mich heute mit auf einen kleinen Roadtrip in einem E-Auto. Beziehungsweise wir bringen es zum Check-up in die Werkstatt. E-Auto, ja oder nein? Sollte man wechseln? Das ist eine komplizierte Entscheidung für jede Einzelne und jeden Einzelnen. Aber wir haben wissenschaftlich solide Zahlen, die bei der Entscheidung helfen sollen. In diesem Video schauen wir uns mehrere Aspekte von E-Autos an. Nachhaltigkeit, Herstellung, Alltagstauglichkeit und langfristige Kosten. Also, lohnt sich ein E-Auto? Finden wir es raus. Die Fahrt übers Werkgelände ist sehr kurz, nur 1,5 Kilometer. Mein Dieselauto würde da etwa 200 Gramm CO2 ausstoßen auf dieser Strecke. Direkt stößt das E-Auto kein CO2 aus, der Strom ist allerdings nicht ganz CO2-frei. Wie klimafreundlich der Strom aus der Steckdose wirklich ist, hängt davon ab, wie er hergestellt wird. Laut dem Bundesamt für Energie sieht der Schweizer Strommix, der momentan für E-Autos genutzt wird, so aus. 36% stammen aus Wasserkraft, 17% aus anderen erneuerbaren Energien und 37% aus Kernkraft. Etwa 10% des Stroms entstand durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und dieser Strom wird importiert. Das heißt, wenn man die Herstellung des Stroms mit einberechnet, müssen wir 30 Gramm auf das CO2-Budget unseres E-Autos aufschlagen. Also da ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu sehen unter dem Auto. Wo ist denn der Motor? Der Motor ist hier das Silberne am Ende des Autos, ganz hinten. Okay, gut. Das verstehe ich. Ja, das heißt, jetzt wird die Kraftübertragung direkt auf die Hinterachse dann gegeben. Der Rest ist eigentlich mit Batterie gefüllt, sozusagen, der Unterboden. Also da diese ganze glatte Fläche, die wir da unten haben. Ja, genau. Dieses Auto hat hier eine relativ kleine Batterie, da sind, soweit ich weiß, 16 Kilowattstunden Strom drin gespeichert. Das ist knapp 1000-mal so viel, aber trotzdem als in einem Handy-Akku. Und moderne, größere Elektroautos haben dann Batterien mit bis zu 100 Kilowattstunden Speicherkapazität. So 500, 600, 700 Kilometer Reichweite sind schon drin bei den großen Elektroautos. Die Batterie ist das Herzstück des E-Autos. Sie speichert den getankten Strom für das Fahren. Je mehr Kilowattstunden, also Ladungskapazität, desto mehr Reichweite. Heutzutage nutzen sowohl Handys als auch E-Autos Lithium-Ionen-Akkus. Der Minuspol besteht aus Graphit, in das Lithium-Ionen eingelagert sind. Der Pluspol besteht aus einer Metalloxidverbindung aus Nickel, Mangan und Kobalt. Dazwischen befindet sich ein Separator, der die Elektroden trennt und nur Ionen durchlässt. Beim Entladen bewegen sich dann die Lithium-Ionen vom Minuspol zum Pluspol und der dadurch resultierende Strom treibt den Motor. Das Problem dabei ist, dass diese Batterien relativ viel Metalle enthalten und die Gewinnung dieser Metalle, also die Metallförderung und die Aufbereitung, die verursachen relativ große Umweltschäden. Lithium und Co. werden primär in Minen in Afrika, Asien und Südamerika abgebaut. Dabei wird der Boden ausgebaggert, dann werden die Mineralien mit Wasser und Chemikalien aus der Erde herausgewaschen. Das zerstört die Umwelt, verbraucht Ressourcen, produziert giftige Nebenprodukte und die Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter sind oft prekär. Serbejit Banerjee, ein weiterer PSI-Forscher, hat das in seinem TED-Talk genau erklärt. Christian hat es geschafft, all die Umweltprobleme in Zahlen zu fassen. Die Batterieherstellung schlägt bei einem Elektrokleinwagen rund 25 Gramm CO2 auf die Bilanz auf. Bei einem Verbrenner fällt das zwar weg, aber die Förderung von Öl und Gas, die Aufbereitung und der Transport zur Tankstelle setzen auch schon CO2 frei. Also auch nochmal plus 60 Gramm CO2 für die Bilanz des Verbrennerautos. Man versucht einfach Batterien zu entwickeln, wo weniger von diesen kritischen Metallen drinstecken. Also die Batterieforschung versucht einerseits die Batterien billiger zu machen, langlebiger und auch umweltfreundlicher. Ebenfalls heute schon im Einsatz sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus oder einfach LFP. LFP-Akkus sind in der Herstellung nachhaltiger, denn der Pluspol besteht aus Eisen und nicht aus Kobalt. Das macht die Akkus günstiger und langlebiger. Aber sie haben eine etwas geringere Energiedichte und damit meist weniger Reichweite.
So, war alles in Ordnung? Ja, die Werkstatt ist zufrieden, jetzt kann ich zurückfahren. Darf ich mit? Ja, natürlich. Nachhaltigkeit hin oder her. E-Autos gelten im Alltag für viele immer noch als etwas unpraktischer als Verbrenner. Aber es gibt auch viele Mythen. Deswegen hier ein Faktencheck zur Alltagstauglichkeit von E-Autos. Fakt 1. Es gibt nicht genügend öffentliche Ladestationen. Stimmt bedingt. Insgesamt gibt es über 14.000 öffentliche Ladestationen in der Schweiz. Sie liegen primär entlang der Autobahnen und in den Städten. Nicht so gut ist die Abdeckung in ländlichen Regionen. Und ja, eine eigene Ladestation vor dem Haus macht es einfacher. Aber nicht jede Wohnsituation und jedes Portemonnaie erlauben eine eigene Ladestation. Fakt 2. E-Autos eignen sich nicht für die Berge und bei Kälte funktionieren sie nicht. Falsch. Berge sind kein Problem für E-Autos. Sie sind sogar effizienter beim Fahren in den Alpen als ein Verbrenner. Beim Bremsen können Sie dann auch wieder einen Teil der Energie zurückgewinnen. Im Schnitt so 20% bis 30%. Aber Kälte ist wirklich nicht so gut für die Batterie. Die Reichweite der Batterie kann an einem eisigen Wintertag bis zu 40% geringer sein als im Frühling oder im Herbst. Fakt 3. Wenn viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf E-Autos umschwenken, gibt es nicht genügend Strom. Falsch. In der Zukunft wird es definitiv mehr E-Mobilität geben. Also brauchen wir genügend Strom. Aber das sollte kein Problem sein. Die genauen Zahlen dazu hat Christian. Braucht dann unseren Schätzungen nach etwa 10 Terawattstunden pro Jahr. Das ist ungefähr 20% oder ein bisschen weniger des aktuellen Stromverbrauchs in der Schweiz. Aber wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, dann sollte das schon klappen. Klar ist, auch die Schweiz muss ihre Stromerzeugung ausbauen. Am klimafreundlichsten wären natürlich erneuerbare Energien. Genau, wir brauchen mehr Solaranlagen, wir brauchen mehr Windkraftanlagen, wenn es geht auch noch ein paar Wasserkraftwerke. Und ob man dann in Zukunft noch Gaskraftwerke und Kernkraftwerke braucht, um das Ganze zu ergänzen, das wird sich zeigen. Unser heutiger Roadtrip mit dem E-Auto produzierte rund 55 Gramm CO2. Bei einem Verbrennerauto wären es 260 Gramm CO2. Wenn man jetzt bei beiden Autos noch die Produktion der Karosserie, Wartung und Co. einrechnet, dann kommt man für die gefahrenen 1,5 Kilometer beim Elektroauto auf knapp 150 Gramm CO2 und beim Diesel auf etwa 350 Gramm CO2. Nach 50.000 Kilometern sieht die CO2-Bilanz so aus. Und nach 200.000 Kilometern so. Herzlichen Dank, Christian, fürs Mitnehmen. Eine Gerne. Frage habe ich jetzt noch. So ein E-Auto ist doch eigentlich ziemlich teuer. Ja, das E-Auto zu kaufen ist heute schon noch ein bisschen teurer als ein vergleichbarer Verbrenner. Aber wenn man sich dann das über die gesamte Lebensdauer des Autos anschaut, kommt es in etwa auf das Gleiche raus, weil der Strom ist billiger als der flüssige Sprit und auch die Wartungskosten sind tiefer beim Elektroauto. Was sind eure Gedanken zu E-Autos? Wollt ihr wechseln oder habt ihr schon gewechselt? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, liked und teilt es. Und abonniert unseren Kanal. In diesem Video erklärt Neurobiologe Adrian Wanner, wie das Gehirn altert und wie man es fit hält.